Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der französischen Hausruine von Diodamp im Maßstab 1:35. Wie ihr ja mit Sicherheit wisst, bin ich ein begeisterter Dioramenbauer und bin mehr oder weniger konstant immer auf der Suche nach irgendwelchen Bauteilen für meine Dioramen, die ich so in Planung habe, um die einfach visuell ein bisschen aufzupeppen. Und da sind so Gebäudeteile oder Ruinen wie hier oft ein gutes Mittel, weil die Sachen einfach aus relativ wenigen Teilen bestehen, ist ja kein komplettes Gebäude. Ja, und man hat einfach automatisch schon so ein gewisses Höhenelement in seinem Diorama drin, was eben die Szene wesentlich interessanter macht. Der niederländische Hersteller Diodamp war mir bis vor kurzem nicht bewusst, dass es den gibt. Ich habe relativ viele Sachen im Depot von Reality and Scale. Die machen auch sehr viel verschiedenes Dioramenzubehör, was ich sehr schön finde. Und da bin ich darauf gestoßen, dass Diodamp und Reality and Scale sehr viel miteinander kooperieren. Es gibt einige Bausätze, die von beiden Herstellern verfügbar sind. Ja, und so bin ich eben drauf gekommen, da mir mal die Homepage von Diodamp anzuschauen. Und ich habe dann auch prompt ein paar Sachen gefunden, die ich dann auch bestellt habe, auf eigene Kosten natürlich. Und eins davon ist eben hier diese Hausruine. So von der Optik her würde ich mal sagen, kann man die nicht komplett für Europa einsetzen. Also es ist tatsächlich doch sehr typisch vom Baustil her für Frankreich und vielleicht auch noch für Belgien. Aber das war es auch schon. Also man müsste sich da auf diese beiden Länder beschränken für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich finde, da passt es ziemlich gut. Alles klar, dann schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist relativ groß und auch erstaunlich schwer, hat mich überrascht und vor allem ist es sehr stabil. Das ist natürlich besonders wichtig, nachdem die Wände dieses Gebäudes aus Gips bestehen und das ist natürlich ziemlich bruchgefährdet. Zumal ja diese Sachen meistens ja auf dem Postweg zu uns gelangen. Ja, wir wissen alle, wie die Paketfahrer damit umgehen. Da ist eine gute Verpackung ganz wichtig, sonst bekommt man nur noch ein bisschen Gipsstaub und ein paar Splitter. Es ist aber auch so, dass man bei Diodamp gegen einen gewissen Aufpreis fast alle Bausätze auch in der Resin-Variante bekommt. Die sind natürlich nicht so bruchgefährdet. Ist vielleicht interessant für diejenigen, die einen etwas weiteren Versandweg haben. Ja, wie schaut es jetzt da drin aus? Machen wir das mal auf. Hier oben jede Menge Papier zur Polsterung. Wie schon gesagt, das ist sehr wichtig. Dann haben wir hier einen Beutel mit bisschen Schutt und Balsaholzstreifen. Schon mal ganz gut. Scheint auch eine Bauanleitung dabei zu sein. Hier dann noch mehr Teile aus Resin und auch Abziehbilder für ebenso Werbeslogans. Dann hier das erste Gipsteil, sehr gut eingepackt und man sieht auch hier mit einem Stück Karton dabei, damit es eben nicht knickt und dadurch das Teil zerbricht. Dann noch mehr Polster, das ist noch ein Gipsteil und hier noch ein großes Wandstück, ebenfalls aus Gips. Und soweit ich das hier erkennen kann, ist alles heile geblieben. Also das schon mal ganz gut. Sauber verpackt, sollte alles intakt bleiben. Wie schon eben erwähnt, liegt dem Bausatz auch eine rudimentäre Bauanleitung bei. Die meisten vergleichbaren Gebäudebausätze haben da sowas nicht dabei. Ist meistens auch nicht notwendig, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, wenn es dann doch beiliegt. Hier wird zum Beispiel nochmal mittels einiger Fotos und Beschriftung eben erklärt, wie man diesen zerstörten Dachstuhl da aufbauen kann aus diesen Balsaholzstücken. Ja, ist schön, dass es beiliegt. Und hier auf diesem Beipackzettel wird dann noch erläutert, wie wir diese Gipsteile bearbeiten können und bemalen können. Und hier unten auch noch eine Anleitung für die Abziehbilder. Denn, wie auch schon eben erwähnt, es liegen auch Abziehbilder bei. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Das hier ist die Giebelseite der Ruine. Ist ein relativ großes und schweres Gipsteil.
Ist auch relativ dick, aber ich finde, es ist kein Nachteil. Die Innenseite ist völlig undetailliert, auch nicht ganz eben, aber das kann man relativ leicht mit dem Schleifpapier einfach ebnen und dann eben entsprechend nach den eigenen Wünschen ja, eben ausbauen oder eben nicht. Normalerweise wird es reichen, da irgendwie Tapeten aufzukleben und so weiter. Ja, das bleibt eurer Kreativität überlassen. Die Außenseite dafür ist schön detailliert. Kommt ganz gut auch hier jetzt diese Ziegelstruktur, die man hier sehen kann, weil also der Putz weggebröselt ist. Haben so ein paar kleine Lufteinschlüsse, so kleine Luftbläschen im Material, aber das ist nicht weiter problematisch. Ja, hier dann von der Dachrinne das Fallrohr, das ist hier schon eingearbeitet. Finde ich sehr interessant. Sieht auch sehr schön aus. Die meisten anderen Gebäudebausätze, die ich so kenne, legen sowas überhaupt nicht bei. Muss man meistens dann immer selber basteln. Gibt es auch von Mini-Art so Dachrinnenteile. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, Textur ist schön. Ich mag auch diese Gipsgebäude sehr gern, weil die ja einfach sehr realistisch wirken, wenn man die dann bemalt. Hier dann das Kellerfenster. Das finde ich nicht so schön. Das werde ich vielleicht ausbrechen hier und dann diesen Fensterrahmen selber neu aufbauen. Ja, was haben wir hier oben noch? Hier sind so kleine Risse angedeutet im Putz, also das gehört alles zur Textur an sich. Und ich finde, das sieht doch sehr hübsch aus. Und auch alles weitere hier, die Kanten alle sehr sauber gefertigt. Also da müssen wir auch gar nicht viel versäubern. Also finde ich gut, gefällt mir jetzt hier vom ersten Eindruck schon mal sehr gut. Das zweite Teil ist der Abschluss vom Giebel. Der ist in Frankreich oft hier so eckig ausgeführt. Also das soll hier später mal so rankommen. Ja, also ich würde mal sagen, ein bisschen nachbearbeiten muss man das hier, vielleicht auch spachteln, aber was jetzt Gipsbausätze anbelangt, ist es doch einwandfrei die Passung. Also so gut sieht man das selten. Ja, und auch sonst hier detailmäßig alles sehr scharf ausgeformt, wie man sehen kann. Also finde ich wirklich exzellent gemacht. Auch wieder hier schöne Ziegelsteine, auch hier an der Innenseite. Finde ich wirklich prima. Hier so kleine Luftlöcher und Luftbläschen, das finde ich eigentlich kaum störend. Das passt eigentlich, muss man nicht mal entfernen. Könnte ja auch so eine Auswaschung sein am echten Gebäude. Also, ja, sieht prima aus. Und ich denke auch für Anfänger sicherlich nicht uninteressant. Also da kann man mit relativ wenig Aufwand ein schönes Diorama bauen. Das dritte Gipsteil ist die seitliche Wand und da fällt auf, dass die wesentlich dünner gefertigt ist. Scheint also so ein architektonisches Merkmal zu sein von diesen Gebäuden. Finde ich ganz interessant. Ja, hier auch schöne Oberfläche, scharfe Details, also hier muss man nichts nachbearbeiten. Das sieht doch wirklich wunderschön aus. Ja, auch hier wie dieser beschädigte Putz dargestellt ist und die freigelegten Ziegelsteine, das ist auch hier jetzt an der Abbruchkante voll ausgeformt. Nur an der Innenseite haben wir natürlich wieder keine Details, das liegt einfach an der Art und Weise, wie das gefertigt wird. Man kann hier diese Ziegelsteintextur relativ leicht nachgravieren, weil das Gipsmaterial dann doch sich gut bearbeiten lässt. Da kann man eine Graviernadel nehmen, da reicht aber auch ein dünner Schraubenzieher. Also ich finde, das ist relativ einfach zu machen. Klingt also schlimmer als es ist, hier jetzt was nachzugravieren. Ja. Die Öffnungen für die Fenster sind auch sauber ausgeformt. Ist auch so ein Schwachpunkt, was bei anderen Herstellern oft etwas störend ist, wenn man dann da so einen Fensterrahmen einpassen will.
Also hier ist eigentlich nur wenig zu entfernen. Ja, finde ich ganz gut. Wie ist hier so die Passung? Ja, für einen Gipsbausatz vollkommen ausreichend. Ein bisschen passend schleifen muss man es. Man muss auch ein bisschen spachteln, das ist einfach so. Ja, alles in allem sehr zufriedenstellend. Dann liegt dem Bausatz, wie schon erwähnt, auch noch ein bisschen Zusatzmaterial bei, um die Ruine noch ein bisschen weiter auszubauen. Wir haben hier zum Beispiel diverse Dachplatten, die dann eben hier auf das Dach kommen. Da haben wir auch hier diverse Balsaholzteile, die ja schon passend zugeschnitten sind. Auch hier diese Balken hier und so weiter, das liegt alles schon bei. Entsprechend zugeschnitten, das ist ja schon beinahe langweilig. Also, wo ist da die Herausforderung hier? Dieser beschädigte Balken, das ist hier der so im Zentrum. Ja, das ist ja schon das rundum sorglos Paket. Finde ich sehr gut. Die meisten anderen Hersteller von solchen Gebäuden geben einem ja wirklich nur diese Wände und ja, vielleicht noch ein paar Fensterrahmen und das war's auch schon. Hier ist wirklich sehr viel dabei und es kommt noch mehr. Wir bekommen nämlich hier noch aus Resin einen Fensterrahmen. Der soll mal hier vorne reinkommen. Ja, das wird mal eine gute Passung geben. Da muss man nicht viel nachbearbeiten. Dann hier dieses Röhrenmaterial. Damit machen wir die 3 Schornsteine hier oben. Dann haben wir hier ein Stück Draht. Da kann man hier noch diverse Kabel hinzufügen, weil hier ist so ein kleiner Verteilerkasten und noch ein bisschen ein Stück transparente Folie für die Verglasung. Und wir bekommen, was ich besonders schön finde, 2 große Abziehbilder. Eben hier für die Hauswand. Einfach so ein Werbeaufdruck. Sieht man in Frankreich relativ oft. Und da haben wir eben 2 zur Auswahl. Finde ich sehr schön. Das passt doch da wunderbar drauf. Also das macht das Ganze visuell sehr interessant. Ja, man kann da, nachdem man eben 2 hat, auch noch ein anderes Gebäude damit verzieren. Finde ich gut. Also rundum sorglos Paket, viel Zubehör und die Qualität scheint auch zu stimmen. Damit man vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie das dann so größentechnisch ist, habe ich das hier mal für euch so rudimentär mal aufgebaut und hier vorne auch ein Panzer und eine Figur im Maßstab 1:35 hingestellt, damit man mal so ein bisschen eine Idee bekommt, wie das so wirken kann. Also das Gebäude ist ziemlich groß, ist also sicherlich ein schöner Blickfang und da kann man, denke ich, jede Menge mit anstellen. Also würde sich meiner Meinung nach ganz gut eignen, das ja irgendwie in der Ecke von dem Diorama zu packen und hier irgendwie so eine Straßenkreuzung zu haben, wo halt irgendwie was passiert. Also denke ich mal, kann man ganz universell einsetzen. Alles in allem würde ich sagen, dass Diodump hier ganze Arbeit geleistet hat, denn die Bauteile sind rundum sehr schön gefertigt, brauchen nur wenig Nacharbeit. Ja, das Gebäude an sich ist sehr interessant, wir bekommen jede Menge Zubehör, auch eine Bauanleitung dabei, Abziehbilder dabei, ja, und das Ganze dann auch noch so vernünftig verpackt, dass es beim Versand auch nicht zerbröselt. Also, ja, bin wirklich sehr angetan und es ist auch sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich mir von Diodump was geholt habe. Preislich liegt der Bausatz bei ziemlich genau 30 Euro. Das finde ich ist ziemlich überraschend für das Gebotene. Ja, dafür, dass es doch mehr oder weniger ja, alles beinhaltet, was man eben für das Gebäude braucht, abgesehen vom Innenausbau, der eben auch jedem selber überlassen ist. Ja, ist es schon ja, ein sehr günstiger Preis. Also ich habe auch schon so Gebäude gekauft, die auch nur aus Gips gefertigt sind, wo nicht viel mehr dabei ist, die ja, 40 oder 50 Euro kosten. Also ja, finde ich eigentlich ganz anständig den Preis. Was die Verwendung von der Ruine angeht, da habe ich jetzt konkret noch keine Pläne dafür. War ja auch mehr oder weniger nur so ein Spontankauf, um eben zu sehen, ja, was dieser Hersteller zu bieten hat.
Ich bin mir aber sicher, dass ich das früher oder später mal sehr gut in ein Diorama integrieren kann und dass das auch ein schöner Blickfang wird. Ja, was genau das dann sein wird, wird man dann eben sehen. Gut, ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Euer Hamika Barkas.